Brustvergrößerung mit Eigenfett führen wir in der Regel bei uns in der Klinik in Analgosedierung mit Narkosearzt durch. Das heißt, die Patienten kommen danach bei uns in den Aufwachraum und können sich erstmal hier für 1-2 Stunden noch ausruhen. Wichtig hier zu beachten ist, dass die Entnahmestelle wie bei einer Fettabsaugung zu behandeln ist. Also sprich, dort, wo wir das Fett genommen haben, läuft viel Flüssigkeit raus, was wir auch mit Moltons verbinden und dem Patienten alles mitgeben, dass er sich selbst diese Verbände dann auch wechselt. An der Brust selbst, wo das Eigenfett drin ist, kommt kein Verband drauf, kein BH, nichts, sondern Fett mag keinen Druck und deswegen auch keine komprimierenden Verbände. Wichtig ist, dass nach Eigenfett die Brust warm gehalten wird, jetzt nicht unbedingt mit Wärmflaschen, sondern nur, dass sie nicht kalt ist. Man zieht halt irgendein T-Shirt drüber und vielleicht noch einen Pulli oder packt es nochmal ein Handtuch drauf, dass die Brust einfach schön warm gehalten wird. Wir geben auch bei Eigenfett immer prophylaktisch eine Antibiose, die man 6 Tage nach dem Eingriff noch einnimmt. Wenn der Patient ausgeschlafen hat, hat er meistens auch immer noch keine Schmerzen und braucht aber jemand, der ihn nach Hause bringt oder vielleicht nach Hause begleitet. Zu Hause werden die Schmerzen auch noch nicht so schlimm sein. Die Entnahmestellen laufen aus, auch das Kompressionsmieder haben wir ihm ja angezogen. Das muss halt der Patient zu Hause auch extra nochmal wechseln. Aber da bekommt der Patient alles von uns mit. Unterlagen für das Bett, Verbände, sodass er eigentlich rundum versorgt ist, auch Schmerzmedikamente. Um die Brust muss sich der Patient sonst überhaupt nicht kümmern. Er wird auch nicht stark körperlich eingeschränkt sein. Er kann auch rumlaufen, er kann sich bewegen, vielleicht sogar ein bisschen spazieren gehen, dass auch die Flüssigkeit ein bisschen rausläuft. Kontrolltermine nach Eigenfett mit Brust sind in der Regel vielleicht so nach 7 Tagen, 7 bis 10 Tagen, wo wir dann den kleinen Faden ziehen, wo wir das Eigenfett eingebracht haben. Dafür ist aber nur ein mini Löchchen von 2 bis 3 Millimeter notwendig, die der Patient, wenn das abgeheilt ist, nicht sieht, sodass auch überhaupt keine spezielle Narbenpflege oder sonst was notwendig ist. Eigenfett ist wirklich eine schöne Methode, eine Brust wieder zu shapen. Wir bekommen leider kein Ergebnis hin wie mit Implantaten, dass man halt Implantate reinmacht und dann hat man gleich eine große Brust. Das ist der einzigste Nachteil, denn das Eigenfett baut sich auch wieder ab, sodass wir von den 100%, wo wir eingegeben haben, bauen sich circa 30 bis 50% ab. Aber man kann den Eingriff beliebig oft wiederholen und nochmal Fett in die Brust eingeben. Der Patient kann auch relativ schnell, wenn er keine Schmerzen nach dem Eingriff hat, wieder Sport treiben. Der Sport sollte allerdings nicht zu stark konsumierend sein. Das heißt, er sollte nach dem Eingriff auf eine gesunde, ausgeglichene Ernährung achten wie zuvor. Weil wenn der Patient dann Gewicht verliert, nimmt das Fett natürlich an der Brust schneller ab, weil das Fett im Stoffwechsel mit beteiligt ist. Und deswegen sagen wir immer Sport ja, Bewegung ja, aber nicht zu viel, sodass man keine Diät halt hält und Gewicht jetzt besonders verliert. Andersrum, wenn man dann danach mehr isst, wächst die Brust auch mit. Patientinnen, wo wir die Brust mit Eigenfett vergrößern, können stillen. Die Stillfähigkeit wird auf gar keinen Fall eingeschränkt. Wir machen nichts an den Drüsen. Das Fett wird einzig und allein, wenn unter die Haut gespritzt und ganz unter die Drüse oder vielleicht zwischen den Muskeln eingespritzt. Da es nicht sonderlich schmerzhaft ist, können Patientinnen, die einen Bürojob haben, am Computer, können schon nach 3 bis 4 Tagen wieder arbeiten. Wenn man körperliche Belastung hat, empfehle ich vielleicht nach 7 Tagen, weil vielleicht die Fettentnahmestelle noch ein bisschen schmerzhaft ist. Aber sonst ist die Arbeitsfähigkeit recht schnell gegeben und die Schmerzen sind wirklich äußerst gering bei diesem Eingriff. Duschen
können die Patienten so nach 2, 3 Tage, wenn der Eingriff vorbei ist und die kleinen Einstichlöchlein zugeklottet sind, dann können die Patienten wieder duschen. Am besten halt wieder in dem Bereich, wo die Narben sind, ohne Seife. Alles wie in die Sonne gehen, schwimmen, das empfehle ich immer so alles nach 8 bis 14 Tagen. Gerade im Hochsommer sollte man vielleicht nicht mit den Brüsten in die pralle Sonne. Nicht, dass dann doch eine Infektion irgendwie gefördert wird, sondern da sollte man vielleicht 14 Tage abwarten. Wann zeigt sich das Endergebnis? Das ist noch so eine ganz große Frage. Das ist meistens so nach 3 Monaten. Man kann schon nach 3 Wochen eigentlich abschätzen, aber das absolute Endergebnis sieht man nach 3 Monaten.